remember my old man, he worked in the oil fields, and I could never understand why. The dirt and grease on his hands, driving home at sundown, making just enough to get us by. When I left home, I swore I'd make it rich some other way. I didn't know where I was going, but my dad would always say, pray out loud, make us proud, and son, don't forget where you come from. A few years out on the road, working on the high lines, but got laid off in the spring. Has been called one of the most important economic events in Canada's history. This motion picture, made at the time, documents many of the activities surrounding the Leduc discovery. Eine Meile unter dem Weizen. Harvest, fine, full sheaves, fields of golden grain ready to harvest. The harvest which has been our living since we began to farm this land. This is good earth. We've lived by it since we helped to clear and level it years ago. And now it's a good heritage for our children. Not an easy life, but one full of rewarding labor and satisfaction. Our churches we built here in the country where we live and work. A man can't rightly till his land and watch the brown earth bring forth blades of green and see them flourish and ripen into tawny ears without feeling the presence of something bigger than himself and a need for communion with his silent partner of the fields. Good earth for grain, but other men sought another harvest from it, a harvest we needed. For 3 decades, oil companies had been drilling with only limited success. Searching, searching, searching. Then in February 1947, 20 miles south of Edmonton, near the little town of Leduc, Alberta, Imperial Leduc number 1 struck oil. As soon as that first well blew in, things began to happen. Overnight, the roads were filled with traffic, oil workers, and trucks carrying pipe. I never saw so much pipe. And the landscape was changing. New derricks went up all around. Night and day, good weather and bad, the work pressed forward. With more wells blowing in, the importance of the discovery was recognized. And the swell in the flow of oil came the flow of invested money to pay the costs of more and more drilling. Quickly, the flow is turned into the mud sump. When most of the mud is blown clear, the flow is turned into the flare pipe. When the oil flows free of impurities, it is directed into the separator on storage tanks. Instead of setting up storage tanks at each well, batteries of tanks are built, and a network of pipelines brings in the oil from several nearby producers. Gauges record the production of each well. And tests of all descriptions permit efficient control of economic recovery from the hidden reservoir. Oil from the first producing wells of the Duke was shipped out by road. Trucks, big and little, old and new, pounded the roads, carrying the crude on the first leg of its journey to the refinery. The development of the field, estimated to cover 20,000 acres, was in full swing.
People flying from Calgary to Edmonton saw the tiny well sites far below, spaced by government regulations, 1 to each 40 acres. Most of the mineral rights are owned by the Alberta government, and oil royalties are a substantial part of the province's revenue. After the discovery, other companies were soon in the area, drilling and bringing in wells. During the first year, wells came into production on an average of 1 every 9 days, and almost 500,000 barrels of crude were produced. The rough pioneer days of the field were over. When wells came into production, derricks were moved to new locations. Batteries of tanks and separators were painted and landscaped. Separator operators continued to watch the steady flow of crude. With the last join welded, oil began to flow, and a new chapter opened in the history of the field. Production increased, and money which would have gone to buy American oil was kept in Canada. The Duke meant new hope of further discoveries, and even a hint of future exports to the United States. But the most tangible contribution of the new harvest was a widespread reduction in prices of gasoline, tractor, and other fuels. Leduc is a busy town these days. Oil workers have brought new trade, new prosperity. Stores have painted up. I mowed the yards and sold used cars. I worked nights down at the bars. Yeah, I tried damn near everything. I had to find my own way, no matter what he said. But the sound of his voice was still ringing in my head. Pray out loud, make us proud. And son, don't forget where you come from. Side before he passed away, and I never will forget the last words I heard. Durchzahlen, dass sie das Recht haben. Aber sie will nicht einfach blind auf losgehen. Das sind auch Gesellschaften, wo das seismografisch ist, das richtige Wort, seismografisch ist. Die Messungen, die machen, das gibt verschiedene, es gibt Lastwagen, die Vibratoren haben, die den Bodengürtel schütteln, das gibt es eigentlich heute nicht mehr. Heute ist es fast mehr, dass sie Löcher bohren. Die Löcher müssen bohren, dreidimensional, und dann sind die alle miteinander verkabelt. Überall ist da eine Sprengladung drin, und dann werden die elektronisch ausgelöst. Und das ist, irgendwo ist ein Lastwagen, wo Computer drauf sind, die Vibrationen messen. Und von diesen Vibrationen gehen sie dann aus, wo das Öl oder wo das Gas ist, wie tief. Und das ist nicht ziemlich präzise, bis sie das feststellen können. Where you come from. I remember my old man, he worked in the oil fields, and now I understand why. Und da ist Edmonton. Von Edmonton auf Calgary ist gleich lang wie von Genf auf Romanshorn. Das ist die Distanz da. Die ganze Provinz ist 15 Mal größer als. Ganz ähnlich. Es ist Erdgas, viel im Südalberta und im östlichen Teil. Und dann weiter oben die auch Erdgas. Dann haben wir das Öl. Das ist das grosse Vorkommen. Das ist in diesem Gebiet sind wir ein bisschen, wo sie die ersten Quellen gefunden haben. Da ist ein grosses Feld da unten, aber im ganzen Land eigentlich auch. Und dann haben wir natürlich die Ölsände. Das sind die Vorkommen, wo das Öl oberflächlich ist, das abgebaut muss werden. Das ist im Sand drin. Und das sehen wir dann.
Das Spezifische Zusatz drin tun, dass es fast wie Schlee ist, meine ich. Oder? Je nachdem, tut man das auch pumpen. Der Bohrer, der dreht sich wie ein Drahtseil auf einem Weg, sieht es aus, aber Stahl. Und das ist der Motor. Aufgeheizt tut sich das Öl separieren, der Sand wird. Die Lastwagen, die tun das Öl halt. Wir haben jetzt seit etwa 15 Jahren oder so auch eine bessere Technologie und das sehen wir unter die Röhren, die so viele Schlitze wie sie bevor. Das kann jetzt so möglichst die Umweltverschmutzung von diesen Pipelines, das nennt man das Smart Pig. Das intelligente Schwein ist das. Intelligente Schwein war. Once the clearing has taken place, the merchantable timber is salvaged. Und die steht von da aus. Ja, Spezialisten, ja. Sicher. Aber wo? Aber das ist der Bohr, wie macht er mit dem Bohrkopf? Das bin ich noch nicht ganz sicher. Für die Produktion haben wir eine andere Röhre, die wir tun. Ja. Genau. Gut, lasst es mit dem Weg, könnt ihr mit folgen. Ever since my little girl was 2 years old, been on a rig chasing that black gold, and the times flew by. Brings a tear to a roughneck's eye. Es ist sehr interessant, was uns der Fred hier aus eigener Erfahrung erzählt hat, weil er hat selber auf so einer Ölbohrstation gearbeitet und hat uns natürlich überschüttet mit technischen Informationen. And first days of school, you know it's hard on them, but it's hard on me too. Because these calloused hands and big paychecks won't buy back the things I miss, but I know someday I'll tell them some way. I missed half their life to give them one I never had. It ain't easy being an Oldfield dad. I count down the days while I'm gone. She sends me pictures on the phone of her and the kids, and they're blowing me a kiss. I just put on my boots and get back to work, covered in oil, blood, sweat. Die Idee, wenn ihr das würdet aufschreiben oder vielleicht ein Foto machen vom Eingang, wenn wir reingehen, dass ihr wisst, wo ihr wieder raus müsst. Nur wegen dem Eingang. Jetzt verbringen wir ein bisschen mehr als 4 Stunden im grössten Shoppingcenter von Nordamerika, im West Edmonton Mall, wo eine Fläche hat von 490.000 Quadratmeter. Es hat über 800 Läden und über 100 Restaurants. Parkplätze hat es für 20.000 Autos und das Shoppingcenter wird besucht von täglich zwischen 90 und 200.000 Leuten. Gebaut wurde ist das von einer jüdisch-iranisch-kanadischen Familie, die jetzt ein zweites gebaut hat, das in der Zwischenzeit das grösste geworden ist. Also
das West Mall an den zweiten Platz verdrängt hat. Und das ist gebaut worden im Aussengebiet von New York in der New Jersey State von Amerika.
Das ist fast wie eine Stadt für sich selber von 50'000 Einwohnern mit allen Studenten und so weiter. Universitätsspital. Besser als schnell abklopfen, wenn das Wetter schon so schön ist. 30 Millionen Renovation. Das ist das Parlamentsgebäude von der Provinz Alberta. Zurück in Edmonton und wieder im Hotel brauche ich Zeit und genieße den Service im Hotel in der VIP-Lounge. Und das Hotel war unter der Leitung früher vom Food and Beverage Manager Hans Vögeli, ein Schweizer, der in Montreal im Four Seasons Hotel war. Anschliessend bringt uns der Fred auf einen Stadtrundgang. Wir laufen durch verschiedene grosse Gebäude, die ihr werdet sehen. Wir sind wieder zurück im Château Lacombe und es ist immer noch Tag, also ist es zu früh, um ins Bett zu gehen. Dort gehen wir rauf in den 24. Stock ins Restaurant La Ronde und nehmen dort noch einen Nightcap. Mit dem Nachteil geht es nicht gut. Edmonton by night, eh? Ja.